10 berühmte historische Auswanderer aus Deutschland. Damit wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Es gibt ja heute so die Mentalität in Deutschland und wir sehen das auch aus den Medienberichten, dass im Grunde genommen die Tatsache, dass man Deutschland verlässt, irgendwie was Besonderes ist. Auch etwas, vor dem die Medien warnen. Ich hatte ja hier vor kurzem über einen Bericht im Fokus gesprochen. Deutschland ist das Land, wo man sein muss, wenn man hier deutschen Politikern und deutschen Medien glaubt. Nur hier in Deutschland kann man glücklich werden, kann man eine Familie großziehen. Nur dort kann man Vermögen aufbauen, ein Unternehmen gründen. Und alles andere ist im Grunde genommen deutlich schlechter. Aber diese Meinung ist im Grunde genommen aus historischer Sicht falsch. Und im Grunde genommen ist das Normale schon immer gewesen, dass Menschen nicht nur aus Deutschland, sondern generell eigentlich im Ausland tätig waren, insbesondere Leistungsträger, insbesondere talentierte Menschen. Europa ist genau so gewachsen. Die Kultur in Europa hat sich genauso entwickelt. Wenn du dir einmal überlegst, wie es sein kann, dass es so herrliche Städte gibt wie St. Petersburg, gleichzeitig auch Madrid oder Rom oder Kopenhagen oder London. Das war natürlich alles nur möglich, weil es hier Menschen gab mit Know-how, kompetente Menschen, Architekten, Ingenieure, Künstler, die hier sehr mobil waren, die hier in verschiedenen Ländern gelebt haben, für die es komplett normal war, im Ausland zu leben, sich im Ausland beauftragen zu lassen, dort eine Ausbildung zu machen. Diese ganze Idee von den Nationalstaaten ist ja etwas, was wir aus der Zeit des Wiener Kongresses kennen, also Ende des 19. Jahrhunderts, wo im Grunde dann auch zum Teil künstliche Grenzen gezogen wurden. Es ist völlig absurd zu meinen, dass man hier auf ein Land festgelegt ist und dann dort bleiben muss. In Deutschland kommt hinzu, dass man in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg natürlich verzweifelt versucht hat, die Leute in Deutschland zu halten. Deswegen auch so Dinge wie zum Beispiel dann die Reichsfluchtsteuer oder wie wir sie jetzt haben, die Wegzugsteuer. Da war viel Aufbauarbeit hier notwendig nach den Kriegen. Deswegen hat man letztlich die Leute hier vor Ort in Deutschland gebraucht. Aber das ist im Grunde genommen heutzutage ein Anachronismus. Das ist hier fehl am Platz. Deswegen will ich hier nochmal sagen, ins Ausland zu gehen, einen internationalen Lebensstil zu führen, weil es dort Vorteile gibt im Ausland, weil man vielleicht dort einen besseren Job bekommt, weil man dort ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann, weil man weniger Steuern bezahlt, weil es einem dort besser gefällt, weil andere Länder innovationsfreudiger sind oder was auch immer die Gründe sind. Das ist im Grunde genommen das Normale. Und dort zu verharren hier zu Hause in einem Land, so nach dem Motto, ich bin in dieser kleinen Stadt aufgewachsen, dann heirate ich jemanden aus dem Ort und bleibe dann dort hier in unmittelbarer Nähe zu meinen Eltern und Großeltern leben. Das ist im Grunde genommen das, was jetzt eher untypisch ist, historisch gesehen. Und das finde ich genau wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält. Man muss im Grunde genommen gar nicht hier auf die prekäre politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland ansprechen und sagen, ich muss jetzt hier Deutschland verlassen, weil hier die Politik so schlecht ist. Das ist nicht mehr mein Land. Ich will hier weg, geopolitische Krise und so weiter und so fort. Sondern einfach, weil es für dich persönlich Sinn macht, ja, hinsichtlich deiner Karrierechancen, hinsichtlich deiner Chance, ein Unternehmen aufzubauen oder was auch immer, weil es dir besser gefällt, weil man weniger Steuern bezahlt. Das sollte im Grunde ein natürlicher Reflex sein, dann ins Ausland zu gehen und nicht dort zu verharren. Also nicht dieser Gedanke, dass man jetzt fliehen muss aus einem bestimmten Grund, weil es so schrecklich ist, zum Beispiel in Deutschland, sondern weil es normal ist, dass man ins Ausland geht, weil man dort bessere Chancen hat. Und das will ich dir hier an meiner Liste, die ich dir jetzt zeige, hier mal kurz veranschaulichen. Also 10 berühmte Deutsche, die ins Ausland gegangen sind und dort Erfolg hatten. Ich werde jetzt hier natürlich bewusst niemanden erwähnen, der während der Nazi-Zeit aus Deutschland geflohen ist. Das war ja vielfach nicht freiwillig. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine Flüchtlinge hier in meine Liste inkludiert. Würde ich das tun, haben wir natürlich noch viel mehr Deutsche, von Marlene Dietrich bis Albert Einstein. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt mal hier rausgenommen. Also meine Liste in alphabetischer Reihenfolge. Berühmte Deutsche Nummer 1, die ins Ausland gegangen ist, Caroline Herschel. Sie hat im 18. und 19. Jahrhundert gelebt. Sie ist nach England ausgewandert, um ihren Bruder William Herschel zu unterstützen, der Astronom war. Und später wurde sie selbst anerkannte Astronomin und sie war die erste Frau, die einen Kometen entdeckt hat und eine Pionierin der Astronomie im 19. Jahrhundert.
Caroline Herschel. Eine weitere Person, die nach England ausgewandert ist, Georg Friedrich Händel, der bekannte Komponist aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Er ist sogar zuerst nach Italien ausgewandert und dann nach England, wurde dann sogar auch britischer Staatsbürger. Warum ist er ausgewandert? Es gab in England einfach mehr künstlerische Freiheit und natürlich er hat dort gute Aufträge hier erhalten seitens des englischen Königshofes, die ja übrigens damals auch Deutsche waren, sicherlich einer der bekanntesten Komponisten überhaupt. Dazu muss man nicht viel sagen. Unser nächster Deutscher, der ins Ausland gegangen ist, Hermann Hesse. Er lebte im 19. und 20. Jahrhundert, ganz bekannter deutscher Schriftsteller, hast du vielleicht in der Schule gelesen. Siddhartha, der Steppenwolf, Glasperlenspiel, ganz bekannte Werke. Hat ja auch den Nobelpreis, den Literaturnobelpreis erhalten. Er ist in die Schweiz ausgewandert und das schon 1923. Der Grund für seine Auswanderung war geistige Unabhängigkeit, pazifistische Haltung und dann natürlich persönliche Gründe. Das können viele nachvollziehen. Auch heute noch ist die Schweiz natürlich das beliebteste Auswanderungsland. Berühmte deutsche Auswanderer hier an vierter Stelle. Hans Holbein, der Jüngere, hat im 15. und 16. Jahrhundert gelebt, war natürlich ein ganz bekannter Künstler. Er ist in die Schweiz und später ebenfalls nach England ausgewandert. Gründe waren die religiösen Spannungen in Deutschland, also die Reformation und natürlich dann die Aufträge auch, die er erhalten hat. Er war ja Hofmaler Heinrichs des VIII., Meister der Porträtkunst der Renaissance. Auswanderer Nummer 5, Alexander von Humboldt, 18. und 19. Jahrhundert. Er war zunächst sehr viel in Südamerika unterwegs und ist dann später nach Paris ausgewandert. Warum ist er ausgewandert? Er war ein ganz bekannter Wissenschaftler und hat natürlich hier einen Forschungsdrang gehabt, eine wissenschaftliche Neugier, die er befriedigen wollte im Ausland. Und natürlich nicht zu vergessen seine kosmopolitischen Ideale. Er ist der Begründer der modernen Geographie und Klimatologie, hat viel Einfluss genommen natürlich auch auf Darwin und Goethe. Auswanderer Nummer 6, Heinrich Schliemann, hat im 19. Jahrhundert gelebt. Wer das Buch Götter, Gräber und Gelehrte kennt, eines meiner Lieblingsbücher als Jugendlicher, der wird ihn kennen. Er hat in Russland, Frankreich, Griechenland und der Türkei gelebt. Er war zunächst hier geschäftlich aktiv im Handel, hat da sehr viel Geld verdient und dann eine Leidenschaft für Archäologie entwickelt, war auch ein Sprachgenie, hat innerhalb von 6 Wochen, glaube ich, Russisch gelernt und hat dann tatsächlich Troja entdeckt. Man dachte damals hier die Ilias von Homer, also dieses lange Gedicht hier um die Schlacht von Troja, sei alles nur eine Sage, eine Erfindung. Er hat auf Basis dieser Ilias hier, dieses Gedichtes, dann nach Troja gesucht und es tatsächlich auch gefunden. Und er war eigentlich der Archäologie populär gemacht hat. Auswanderer Nummer 7, wieder mal ein Komponist. Richard Strauss hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt, hat in Italien, Österreich und der Schweiz gelebt. Das hatte vor allen Dingen private Gründe, aber auch ein besseres künstlerisches Umfeld. Sicherlich einer der bekanntesten und beliebtesten Komponisten der Spätromantik. Auswanderer Nummer 8 aus Deutschland, Friedrich Wilhelm von Steuben, hat im 18. Jahrhundert gelebt und ist in die USA ausgewandert. Er war militärischer Berater von George Washington, hat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft, war Drill-Ausbilder für Washingtons Armee und hat dann auch hier die US-Militärtradition im Grunde genommen mit begründet und mitgestaltet. Ein weiterer Auswanderer in die USA ist Ferdinand von Zeppelin, hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt, ging nach Amerika aufgrund seines technischen Interesses und seiner Abenteuerlust. Er hat ja natürlich ganz bekannterweise hier die Zeppeline dann erfunden, war eine Ikone der deutschen Ingenieurskunst. Gab es natürlich auch ganz schlimme Katastrophen. Ganz klar, darf man nicht vergessen. Und dann der 10. Auswanderer hier in unserer Liste ist Johann Joachim Winckelmann, hat im 18. Jahrhundert gelebt, ist nach Italien ausgewandert, nach Rom aufgrund seiner Liebe zur klassischen Antike, hat letztlich die moderne Kunstgeschichte und Archäologie mit begründet und war ein Wegbereiter des Klassizismus. Die Liste geht natürlich weiter und es gibt natürlich mindestens genauso viele Österreicher und auch Schweizer, die ausgewandert sind. Dort gilt natürlich das Gleiche. Ich habe jetzt bewusst über historische Figuren gesprochen, die hier schon vor mehreren 100 Jahren gelebt haben. Es gibt natürlich auch aus unserer Zeit viele bekannte Deutsche, die im Ausland leben. Muss hier nochmal Hollywood anschauen. Da gibt es einige Regisseure, Komponisten, Schauspieler aus Deutschland. Also, ich wünsche mir für dich, dass dich diese Liste inspiriert. Beschäftige dich ruhig mal mit diesen Persönlichkeiten oder sonst such in Google nach anderen Persönlichkeiten,
Das ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Thema. Und für die von mir genannten Persönlichkeiten galt das, was ich davor gesagt habe, das war für die komplett normal, dass sie sich dort im Ausland letztlich orientiert haben, weil es da bessere Bedingungen gab als in Deutschland. Und das sollte sich im Grunde genommen auch bei uns heutzutage zu einer Normalität entwickeln. Jeder sollte im Grunde genommen darüber nachdenken, wie er sich selbst internationalisieren kann, insbesondere in Zeiten natürlich wie denen, die wir jetzt haben. Wenn auch du jetzt inspiriert bist und auswandern willst oder schon lange mit dem Gedanken spielst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen hier zu unterstützen. Auswandern, Umzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, Vermögen im Ausland aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.